Hallo meine Freunde, hola Madridistas. 2 Here We Goes an einem Tag von Fabrizio Romano für Real Madrid, das gab es glaube ich noch nie. Und genau so ist es passiert. Real Madrid schnappt sich 2 der größten Talente in der Welt des Fußballs und das an einem Tag. Was da los ist, erfahrt ihr natürlich in dem Video. Und dann gehen wir auch den verrückten Wochenplan von Real Madrid in dieser Woche durch. Es soll noch Verpflichtungen geben, es soll Vorstellungen geben. Es ist heute das erste Training von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid. Die neue Ära beginnt heute um 11 Uhr. Wen er alles zur Verfügung hat, erfahrt ihr natürlich auch in dem Video. Und dann beantworte ich eine Frage, die relativ häufig gestellt wurde. Was ist eigentlich los mit Álvaro Carreras? Der Transfer schien so gut wie in trockenen Tüchern und auf einmal reist er mit Benfica in die USA. Ja, was da los ist, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Viel Spaß dabei. Franco Mastantuono to Real Madrid. Here we go. Die Vereinbarung ist nun auch zwischen den Vereinen abgeschlossen. Real Madrid wird denselben Betrag wie die Ausstiegsklausel zahlen, aber über mehrere Jahre hinweg, da dies die Vereinbarung mit River Plate ist, also 45 Millionen $. Außerdem wird Real Madrid dem Spieler erlauben, mit River Plate an der Club-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und dann wird er im Juli bereit sein. Franco Mastantuono wird den Transfer abschließen und ab August, wenn er 18 Jahre alt wird, ein neuer Spieler von Real Madrid sein. Die Einigung mit dem Spieler über die persönlichen Bedingungen wurde bereits vor 2 Tagen erzielt. Er hat Real Madrid zugesagt, er wollte zu Real Madrid. Madrid hat diesen Kampf auf dem Transfermarkt gewonnen. 6-Jahres-Vertrag für Mastantuono, eines der größten Talente der Welt, wechselt zu Real Madrid. Los geht's. Ja, ihr habt es selber gehört. Fabrizio Romano, der Transferguru Nummer 1, hat es bestätigt. Real Madrid und River Plate haben sich geeinigt. Franco Mastantuono, dieses 17-jährige Supertalent, ist neuer Spieler von Real Madrid. Er wird die Club-WM noch bei River Plate spielen und kurz danach, sobald er 18 wird, Mitte August, kommt er zu Real Madrid, zum neuen Real Madrid von Xabi Alonso. Und seien wir mal ganz ehrlich, dieser Transfer schien vor 10 Tagen noch unmöglich. Der Junge war sich so gut wie einig mit dem Champions League-Sieger, mit Paris Saint-Germain. Aber Real Madrid hat dann ihre Nummer 1 Juni Calafat nach Argentinien geschickt. Der hat sich mit dem Jungen unterhalten und dann kam das berühmte Telefonat zwischen Xabi Alonso und Franco Mastantuono. 45 Minuten soll es gedauert haben, laut verschiedener Quellen, auch laut Fabrizio Romano. Und der Junge soll Feuer und Flamme gewesen sein. Begeistert von diesem neuen Real Madrid, von diesem neuen Projekt und auch von seiner Rolle, die er in diesem Real Madrid übernehmen soll. Xabi Alonso hat konkret mit ihm über Taktik, über Pläne etc. geredet. Und der Junge, als er das gehört hat, hat er gesagt: Danke Paris, aber nein danke, Real Madrid gehört mein Herz und ich werde bei den Königlichen spielen. Ja, und ganz ehrlich, für mich persönlich eine Riesenfreude, diesem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken, ist ein Genuss. Mit 17 Jahren ist er jetzt schon der beste Spieler in Argentinien. Der entscheidet mal so Klassikos wie River gegen Boca, entscheidet der im Alleingang. Der ist der jüngste Nationalspieler in der Geschichte von Argentinien. Und für mich ist es auch ganz ehrlich eine Freude, dass er diese Club-WM noch mit River Plate spielen kann. Ich als Madridista werde jetzt nicht nur die Madrid-Spiele gucken oder die von den anderen großen europäischen Vereinen, Paris, Bayern etc., das schaut man ja immer wieder gerne. Nein, ich werde mir natürlich auch die Spiele von River Plate anschauen und gucken, wie dieser Junge sich behaupten kann gegen die besten Gegner der Welt. Wie gesagt, für mich eine riesen Vorfreude. Auch wenn das jetzt schon seit 3-4 Tagen klar schien, ist es immer wieder schön, dass der Italiener, dass Fabrizio Romano sein Here We Go gibt. Das ist quasi wie das Amen in der Kirche. Wir Madridistas können alle etwas beruhigter sein. Ja, und ein paar Stunden später hat Fabrizio Romano das nächste Here We Go gegeben und kaum einer scheint das zu merken. Und das freut Real Madrid auch. Denn Real Madrid hat sich den 16-jährigen Abdellah Ouazzane geschnappt.
Der Zehner von der Jugendakademie von Ajax Amsterdam. Dieser Marokkaner soll laut vielen Experten, ESPN Niederlande, laut Real Madrid etc., eins der größten Talente in der Welt des Fußballs sein. Und Real Madrid ist sehr, sehr glücklich, dass dieser Transfer so ein bisschen überschattet wird von dem Transfer von Franco Mastantuono, damit auf diesem 16-Jährigen nicht so viel Druck lastet von Anfang an. Dieser Junge überspringt direkt alles, was er überspringen kann. Er wird sofort in Real Madrid Castilla wechseln, in das Nachwuchsteam von Real Madrid. Da kommst du normalerweise erst mit 18 oder höher rein, aber dieser Junge soll mit 16 schon eine wichtige Rolle spielen in der Mannschaft von Álvaro Arbeloa. Und wir alle wissen, Álvaro Arbeloa ist bekannt dafür, mit jungen Talenten gut umzugehen. Das hat er die letzten Jahre in der Fabrica, in der Jugendakademie von Real Madrid unter Beweis gestellt. Und dieser Transfer, auf den soll Real Madrid enorme Hoffnungen stecken und das Ganze auch noch gratis, zum Nulltarif. Sein Vertrag bei Ajax Amsterdam ist abgelaufen. Barcelona, Madrid etc. Ganz viele europäische Topvereine wollten diesen Jungen haben. Real Madrid hat den Zuschlag bekommen und mich persönlich freut das natürlich. Ich bin immer der Meinung, umso mehr Talent, umso besser. Talent kann einer Mannschaft nie schaden. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie gut dieser Junge ist. Das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe, sind Highlight-Videos. In denen ist er natürlich der absolute Wahnsinn. Aber Highlight-Videos verfälschen natürlich etwas die Wahrnehmung. Deshalb wieder ein Hilferuf an euch. Ist unter euch ein Marokkaner oder ein Fußballexperte, der diesen Jungen kennt? Jemand, der die Jugendakademie von Ajax schaut oder die U17-Nationalspiele von Marokko? Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Lasst mich wissen, was für ein Talent dieser Junge ist. Ich bin total begeistert und ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt. Ja, wie gesagt, zwei der größten Talente in der Welt des Fußballs am gleichen Tag. Das schafft nur Real Madrid. Ja, was Real Madrid heute auch schafft, ist das erste Mannschaftstraining von Xabi Alonso. Die neue Ära beginnt heute um 11 Uhr. Aber, naja, sagen wir mal ganz ehrlich, die Ära beginnt so auf Halblauf, also nicht auf 100%, denn Xabi Alonso hat vielleicht 5, 6 Spieler aus der ersten Mannschaft zur Verfügung. Ein Raúl Asensio, ein Fede Valverde, ein Rodrigo, Fran Garcia und ich glaube, jetzt vergesse ich noch den einen oder anderen, ich blende es euch ein, ihr könnt da selber nachlesen. Aber wie ihr hört, es sind nur einige Spieler, der Rest soll aufgefüllt werden mit Spielern aus der Jugendakademie. Und für die ist das wahrscheinlich die Chance ihres Lebens. Ein Xabi Alonso wird diese Jungs beobachten und entscheiden, wer vielleicht doch noch mit zur Club-WM darf. Ich habe euch schon erzählt, dass einige Kandidaten feststehen, ein Jesus Fortea, ein Gonzalo Garcia etc. Aber Xabi Alonso kann jetzt selber schauen, wie diese Jungs vorspielen und sich entscheiden, wen er mit zur Club-WM nimmt. Eine Riesenchance und ich drücke jedem dieser Jungs die Daumen. Ja, so startet die Woche heute. Aber die Woche geht wild weiter, denn morgen, Dienstag, soll die offizielle Vorstellung von Dean Huijsen sein. Also, wenn ihr diese Vorstellung nicht verpassen wollt, haltet euch morgen ein bisschen Zeitfenster auf. Diese offiziellen Vorstellungen sind immer so ab 12 Uhr mittags. Wir kennen das Ritual. Die Spieler werden vorgestellt, Florentino Perez hält eine Rede, die Spieler halten eine Rede, meistens fallen da ein paar Tränen. Danach ziehen die sich nochmal um, jonglieren den Ball 3-4 Mal im Bernabeu und danach gibt es noch eine Pressekonferenz. Morgen soll der große Tag von Dean Huijsen sein. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich über diesen Transfer schon gefreut. Aber nach den Länderspielen von Spanien, auch in der Nations League, bin ich hellauf begeistert. Dieser Junge, seine größte Stärke ist der Spielaufbau. Mit einer absoluten Monsterruhe spielt er dir den Ball fast zu 90% genau an den Mann, sei es ein kurzer Pass, sei es ein langer Pass. Dazu in der Luft ein absolutes Monster, ist ja ein Riesenschlag. Also ganz tolle Nations League, auch wenn es mit dem Sieg nicht gereicht hat für Dean Huijsen. Aber wir Madridistas können sehr glücklich sein. Dieser Junge
wird uns viele Freuden bereiten. Apropos Nations League, auch als Spanier, natürlich hat mir das Herz geblutet, als wir im Elfmeterschießen verloren haben. Auf der anderen Seite werde ich nie traurig sein, wenn Cristiano Ronaldo seine Legacy nochmal erhöht, wenn dieser Junge, wollte ich sagen, wenn dieser Legende, wenn the GOAT, den nächsten großen Titel mit seiner Nation holt. Absoluten Respekt an Cristiano Ronaldo. Und auch einen absoluten Respekt, wenn wir schon mal dabei sind. Eigentlich wollte ich darüber nicht reden, aber Nuno Mendes. Boah, wenn der nicht bei Paris Saint-Germain spielen würde, wir wissen, ein Paris Saint-Germain hasst Real Madrid. Die würden Real Madrid niemals einen Spieler freiwillig verkaufen. Selbst wenn Real Madrid das Doppelte zahlt. Aber wenn er nicht bei Paris spielen würde, müsste das der linke Verteidiger für Real Madrid sein. Also wir können langsam mal über den Ballon d'Or für einen linken Verteidiger reden. Der hat alles mit Paris gewonnen, gewinnt mit Portugal die Nations League, ist der beste Spieler, macht ein Tor, schaltet Lamine Yamal komplett aus. Also was für ein Monsterspiel von Nuno Mendes. Aber jetzt verliere ich mich darin, kommen wir wieder zurück zu Real Madrid. Denn, wie gesagt, morgen soll die Vorstellung sein von Dean Huijsen. Und übermorgen, am Mittwoch, soll die Vorstellung sein von Trent Alexander-Arnold, dem rechten Verteidiger der englischen Nationalmannschaft. Unsere Top-Verpflichtung bisher, würde ich sagen, soll am Mittwoch vorgestellt werden. Das gleiche Ritual, was ich eben mit Dean Huijsen schon besprochen habe, soll mit dem Engländer auch passieren. Also, wie gesagt, wenn ihr frei habt, dann nehmt euch nichts vor oder ansonsten schreibt euren Chefs an und sagt, ich muss zu Hause bleiben. Morgen und übermorgen Vorstellung von Dean Huijsen und von Trent Alexander-Arnold. Ja, wer noch nicht vorgestellt werden kann und zur Verwunderung von sehr, sehr vielen, ist Álvaro Carreras, der linke Verteidiger von Benfica Lissabon. Und das sah wiederum vor 10 Tagen ganz anders aus. Das ist irgendwie wie bei Franco Mastantuono, nur andersrum. Es hieß sogar, Real Madrid wird im Laufe des Tages ein offizielles Kommuniqué machen mit der Unterschrift oder mit der Verkündung, mit der Nachricht, dass Real Madrid Álvaro Carreras verpflichtet hätte. Aber aus 12 Uhr wurde 13 Uhr, aus 13 Uhr wurde 14 Uhr, aus Dienstag wurde Mittwoch, aus Mittwoch Donnerstag und es ist nichts passiert. Und die ganzen Transferexperten konnten nicht erklären, woran es liegt. Und gestern wurde dann noch das Ganze auf die Spitze getrieben, denn gestern wurde offiziell bekannt, ein Álvaro Carreras ist mit Benfica Lissabon in die USA nach Tampa Bay geflogen für die Club-WM. Und Benfica Lissabon hat ihn auch anscheinend für diese Club-WM angemeldet. Ich weiß jetzt nicht, ob es wahr ist, aber laut spanischer Informationen kann ein Spieler, der für eine Mannschaft angemeldet wurde, nicht für eine andere bei diesem Turnier spielen. Was bedeuten würde, ein Álvaro Carreras wäre für diese Club-WM raus. Und was da genau passiert ist, kann in Spanien einem keiner erklären. Die Insider sagen, dass sie so etwas im Laufe ihrer Karriere noch nie erlebt haben. Real Madrid und Benfica hatten die Unterlagen schon ausgetauscht. Handschlag war schon da, alles war geklärt, es fehlte nur die letzte Unterschrift und in letzter Sekunde hat Benfica Lissabon Kehrtschiff gemacht. Das Ganze auf Eis gelegt. Gestern war eine Jahreshauptversammlung von Benfica Lissabon. Da flogen anscheinend die Fetzen. Ein Rui Costa, Direktor oder Sportmanager, was auch immer er da ist, soll sogar von seines Amtes enthoben werden, wenn es nach einigen Mitgliedern von Benfica Lissabon geht. Ja, und Benfica Lissabon hat interne so viel Strohfeuer, so viele Probleme anscheinend, dass der Transfer von Álvaro Carreras auf ihrer Prioritätenliste jetzt nicht sehr weit oben steht. Aber aus Spanien kommt gleich die Information, Real Madrid wird einen Álvaro Carreras jetzt nicht fallen lassen. Einige könnten jetzt denken, okay, wenn es Álvaro Carreras nicht ist, holen wir uns einen Grimaldo, holen wir uns einen Theo Hernandez, der möchte ja nicht nach Al-Hilal und AC Mailand möchte ihn loswerden, etc. pp. Aber laut übereinstimmender Informationen aus Spanien wird Real Madrid Álvaro Carreras nicht hängen lassen, wenn es vor der Club-WM nicht klappt. Heute soll nämlich nochmal ein Großangriff auf Carreras kommen. Real Madrid möchte heute nochmal die Gespräche mit Benfica Lissabon suchen. Sollte das nicht klappen, wird aber ein Real Madrid nach der Club-WM da an ihren Gesprächen anknüpfen und versuchen, dass der spanische Nationalspieler dann spätestens zu Real Madrid kommt, bevor die Saison für Real Madrid richtig startet. Ja, das ist das Aktuelle zu Álvaro Carreras. Er sitzt zurzeit wahrscheinlich noch im Flieger von Lissabon nach Tampa Bay und Benfica Lissabon hat ihn für diese Club-WM angemeldet. Ja,
Wie ihr gehört habt, ein vollgepacktes Video und es sind bei weitem noch nicht alle Informationen da, denn Real Madrid arbeitet zurzeit an der Verpflichtung eines spanischen Nationalspielers, der gestern im Nations League Finale für mich wahrscheinlich der beste Mann Spaniens war. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren lassen, wer ihr glaubt, über wen ich rede. Spätestens morgen werdet ihr das erfahren. Vielleicht werde ich gleich auch noch einen TikTok machen. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne auf TikTok folgen. Da heiße ich Real Mario 1902 mit einem Unterstrich. Ich habe nämlich vor, diesen versuchten Transfer gleich zu veröffentlichen. Ja, wie dem auch sei, danke, dass ihr dran geblieben seid. Lasst bitte Liebe auf diesem Video, liken, kommentieren, teilen. Wer gestern mein Video nicht gesehen hat, bitte geht zurück, schaut es euch an. Ich habe unter anderem eine Legende wie Marcelo interviewen dürfen. Also wer das Video gestern nicht gesehen hat, ist ein persönliches Highlight für mich, ist eine Riesenfreude. Macht das und ansonsten sehen wir uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. A la Madrid!